vom Ersteindruck kann ich schon direkt sagen, die Recaro Sportsitze, die haben mich direkt überzeugt. Also die sind bis jetzt mein persönliches Highlight beim RS-Modell. Im Vergleich jetzt zu dem normalen Ford Focus sind die mir auch halt direkt am meisten aufgefallen. Man setzt sich rein und denkt sich direkt so, Racecar. Vielleicht nicht direkt Racecar, aber man hat direkt dieses, boah, geil, damit kann ich richtig was spüren, damit kann ich geil in die Kurven gehen und ich freue mich schon tierisch, ja, auf die Strecke Valencia und auch auf die schönen Landstraßen hier in Spanien. Apropos Valencia, das Aggregat 2,3 Liter Vierzylinder, auch bekannt aus dem Mustang, hier noch ein bisschen abgeändert, wird übrigens auch in Valencia produziert. Ich persönlich bin natürlich auch als Hobby-Drifter, wie man es nennen will, sehr gespannt auf den Driftmodus, ja, weil 350 PS bei guter Bereifung und noch zusätzlich Allrad, das ist gar nicht so viel. Also klar, 350 PS ist eine Ansage, ist auch verdammt nochmal nicht wenig für so ein nicht gerade groß geratenes Auto. Aber zum Driften mit Allrad ist das dann gar nicht mal so viel, gerade wenn es in schnellere Kurven geht. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie Ford das umgesetzt hat, wie gut das Ganze denn dann funktioniert und wie viel Spaß das macht. Bis zu 70% der Antriebskraft kann auf die Hinterräder geleitet werden. Zusätzlich dazu haben wir Torque-Vectoring-Differentiale, die man ja auch aus anderen Sportwagen kennt. Man muss dazu sagen, das alles für einen Preis ab 40.000 €. Also wirklich hochmoderne Technik und ja, einfach nur ein gutes Gefühl ab dem ersten Moment. Also ja, 40.000 € ist, finde ich, auch eine Ansage für die Leistung und Fahrspaß, die der Ford Focus RS wahrscheinlich bringen kann. Aber das werden wir noch näher herausfinden. Was sehr interessant ist an den Torque-Vectoring-Differentialen ist, dass die Antriebskraft bis zu 100% nur an ein Rad übertragen werden kann. Damit ist der Ford Focus extremst flexibel und Ford behauptet, dadurch ist das Untersteuern, was bei manchen Allradern ja deutlich zu spüren ist in Kurven, komplett weg und das Fahrzeug soll extremst dynamisch sein. Navigation. Soll extremst dynamisch sein und Kräfte bis zu 1 G aufbringen können und das ist wirklich nicht wenig. Ja, und ich bin dann hier mal in Valencia für euch unterwegs, um das Ganze mal herauszufinden, wie sich das denn so fährt. Also wir sind jetzt hier im Normalmodus unterwegs, der ist jetzt hier von Haus aus eingestellt, als ich in das Fahrzeug eingestiegen bin. Und man merkt, es ist trotzdem noch ordentlich straff, aber bequem. Ja, hier die Valencia, die Strecken sind jetzt auch nicht die allerbesten. Man merkt schon, hier ist ein paar Hubbel und die werden auch gut übertragen. Es ist aber nicht anstrengend oder nervig, sondern gibt auch schon im Normalmodus gutes Feedback und ein sportliches Fahrverhalten. Ja, und hier auch im Normalmodus ist der Sound trotzdem nicht von schlechten Eltern. Er ist zwar noch einigermaßen zurückhaltend, aber es klingt trotzdem einfach schon extrem gut. Ich kann mir auch vorstellen, mit längeren Strecken zu fahren. Also ist jetzt nicht so unglaublich laut. Ist recht angenehm, vor allem gerade wenn man jetzt, wie jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt einfach mal hier den 3. Gang rein und roll. Ja, da hat man gar nichts. Wenn ich dann den 3. schalte, ein bisschen Gas gebe, ja, das war jetzt noch gar nichts, aber dann hört man es schon. Das ist schön. So, dann gehe ich jetzt mal hier auf den Sportmodus. Dann sollte das Ganze noch ein bisschen sportlicher klingen. Oh, geil! Oh, also jetzt... Oh, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt... Oh, ich bin gerade voll glücklich. Habt ihr das gehört? Oh mein Gott. Da kriege ich direkt Gänsehaut, ne? Wenn ich in einem Auto sitze, was sowas von sich gibt. Ich versuche das nochmal zu reproduzieren. Bam! So, ich gehe jetzt mal aus dem 2. ein bisschen Gas. Das macht Spaß.
Durchzug ist auch jetzt weit, weiß nicht, so bei 2.500 Touren gebe ich Gas und ist ziemlich spontan vorhanden. Die Lenkung ist sehr direkt und gibt auch echt viel Feedback, was ich immer sehr, sehr wichtig finde. Es bringt nichts, wenn man eine direkte Lenkung hat, aber nichts spürt. Man merkt auch beim Gas geben, auch auf der Geraden, so, das zieht die Räder dann schon so ein bisschen, ja, je nach Straßenlage. Aber das fühlt sich gut an. So, man merkt halt, man hat hier 350 PS unterm Arsch. Ja, und das soll man auch spüren, oder nicht? Boah, der hat... Boah, was der für Kurveneigenschaften hat. Das ist unglaublich. Ehrlich, also... Wow. Oh, das macht richtig Laune. Heilige Scheiße. Also, ich würde jetzt mal spontan behaupten, mit diesem Fahrzeug sehen so manche Autos in einer anderen Preisklasse, in einer viel höheren Preisklasse lächerlich aus in Kurven. Also ehrlich, das ist heftigst. Also, boah. Ich kenne die Strecke jetzt hier natürlich nicht, aber man fühlt sich trotzdem total sicher, auch beim flotten Fahren, bei so einer engen Strecke, die man nicht kennt, weil das Fahrzeug einem einfach das Gefühl von Kontrolle vermittelt. So, hier muss man einmal anhalten, das ist natürlich sehr schade, weil Anhalten und Allrad, ja, ist natürlich immer ganz blöd, ne? Weil Allrad aus dem Stand macht gar keinen Spaß, ne? Holy shit! Das macht richtig Bock. Also das Auto ist extremst dynamisch und man hat extrem gutes Feedback dank den Sitzen und der Lenkung. Man spürt also echt gut, was gerade passiert. Ich habe jetzt mal Just for Fun den Driftmodus reingemacht. Ich werde jetzt hier nicht großartig driften und es auch eigentlich nicht versuchen, weil es wirklich eng hier und ich will dem Auto nichts antun. Ich bin auch noch nie ein Allrad dieser Art quer gefahren. Aber ich wollte auch mal gucken, ob man so jetzt schon irgendwas merkt, und man merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Und man merkt richtig, wie das Ganze dann so arbeitet, dass das Heck viel, wie heißt das, unruhiger. Das Heck ist viel unruhiger, das merkt man jetzt schon bei ganz normalen Kurvenfahrten. Aber das probiere ich doch mal aus, wenn ich ein bisschen mehr Platz habe. So, mache ich jetzt wieder in den Sportmodus rein. Ja, insgesamt hat man 4 Modi. Einmal den normalen Sport, so jetzt hier auf die Landstraße und so ganz gut. Dann einen Track-Modus, wo das Ganze dann wirklich hart auf hart geht. Wir haben auch adaptive Stoßdämpfer, die in 2 Stufen dann verstellt werden. Einmal normal und halt Sport, wobei normal halt auch schon sportlicher ist, klar. Die Verwindungssteifigkeit wurde um 23% erhöht gegenüber den normalen Ford Focus Modellen und 9% gegenüber dem Ford Focus ST Modell. Und ich muss sagen, das spürt man auch. Also das Auto ist einfach durch und durch richtig sportlich ausgerichtet. Und das ist richtig gut.
Aus dem 2,3 Liter Vierzylinder kommen 350 PS, wie bereits gesagt. Diese stehen bei 6000 Touren, also kurz vorm Begrenzer zur Verfügung. Das finde ich gut, ja, das macht immer Spaß. Immer schön hochdrehen. Ja. Bremsen verhalten sich gut, kann man gut dosieren, packen ordentlich zu. Aber da will ich dann wahrscheinlich mehr zu sagen können, sobald ich auf der Rennstrecke war. Der Ford Focus braucht übrigens 4,7 Sekunden von 0 auf 100 und ist somit der schnellste RS aller Zeiten. Der gute 2,3 Liter EcoBoost hier produziert 440 Newtonmeter, die von 2000 bis 4500 Umdrehungen anliegen. Das ist ziemlich früh und das merkt man auch. Ja. Man muss jetzt nicht immer unbedingt runterschalten, das macht zwar Spaß, aber der Wagen kommt immer sehr, sehr gut auch so aus der Pötte. Dazu gibt es noch eine Overboost-Funktion. Dann kann man bis zu 470 Newtonmeter produzieren. Diese Overboost-Funktion kann allerdings nur 15 Sekunden maximal genutzt werden. Kleiner, aber nicht unwichtiger Hinweis: Die Overboost-Funktion ist 15 Sekunden am Stück nutzbar. Sobald man einmal kurz vorm Gas geht, werden diese 15 Sekunden neu gezählt. Effektiv hat der RS also im Normalfall 470 Newtonmeter, da es selten vorkommt, dass man mal über 15 Sekunden am Stück Vollgas geben kann, ohne auch nur einmal kurz das Gas zu lupfen. Trotz des nicht so hoch ausfallenden Preises für diese Performance ist das Ambiente und die Verarbeitung keinstenfalls schlecht. Im Gegenteil, sie ist eigentlich ganz gut. Alles fühlt sich hochwertig an. Es ist Hartplastik vorhanden, allerdings sehr gut verarbeitet und fühlt sich hochwertig an. Hier Armaturenbrett, hier oben an der Tür, alles Soft Touch. Fühlt sich auf jeden Fall auch nicht verkehrt an. Die blauen Ziernähte, die kleinen Details, die RS-Symbole, die lassen das Ganze dann auch ziemlich schick aussehen. Ja, die Schaltung ist wirklich auch super. Also wenn ich jetzt hier mal Gas gebe, kann super schnell und mit einem guten Gefühl die Gänge durchschalten. Wie ihr seht, hatte ich sehr viel Spaß mit dem Focus RS am ersten Tag. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell man aus Kurven raus beschleunigen kann, dank dem Torque Factoring Differential. Auch sehr schön ist der Gesamteindruck in Bezug auf Sportlichkeit, das Feedback, was man bekommt, der Sound, das Fahrverhalten. Alles nicht weichgespült oder ähnliches, sondern konsequent von Leuten entwickelt, die Autos lieben, für Leute, die Autos lieben. Zumindest vermittelt der Ford Focus S dieses Gefühl. Auf dem Weg zur Rennstrecke habe ich eine Kamera mit Mikro am Heck montiert, damit ihr auch ein paar Eindrücke vom Sound gewinnen könnt. Ist zwar nicht so gut wie in echt, aber ich will es euch nicht vorenthalten. Nun bin ich an der Strecke angekommen. Als erstes ging es auf einen Testkurs, um Bekanntschaft mit der Launch Control und dem Driftmodus zu machen. Ja, dann willkommen. Wir haben diese Area aufgebaut, um Launch Control und Drift Mode zu machen oder zu demonstrieren. Das Auto ist schon voreingestellt jetzt. Im Drift Mode ist das Symbol angezeigt. Der nette Herr von Ford erklärt mir eben, wie man die Launch Control einschaltet und nutzt. Dazu geht man einfach in das Hauptmenü und wählt die Fahreinstellungen aus. Nun einfach einen Haken bei der Launch Control setzen. Alles lässt sich einfach über das linke Bedienkreuz am Lenkrad einstellen. Um diese nun voll nutzen zu können, muss man einfach den ersten Gang einlegen, paar Sekunden Vollgas geben, damit sich der Turbodruck aufbaut und dann so schnell wie irgendwie möglich die Kupplung packen lassen. Viel Spaß. Ist ordentlich. Knallt hinten gut rein.
Ich merkte schnell, dass die Launch-Control-Funktion nicht einfach nur eine Spielerei ist, sondern sich wirklich bemerkbar macht. Die Drehzahl pendelt sich bei ca. 5000 Umdrehungen die Minute ein und lässt den Turbodruck auf ein Stück über 1 bar steigen. Wenn man dann voll durchstartet, wird die Kraft wirklich sehr gut auf die Straße übertragen, man wird ordentlich in die Sitze gedrückt. Genau. Das macht auf jeden Fall Spaß. Nach den Katapultstarts ging es in den Driftbereich. Der nette Herr erklärte mir, dass es ein recht einfacher erster Gang-Drift ist und um ihn einzuleiten einfach voll aufs Gas treten soll. Den eigentlichen Driftzustand sollte ich auch ganz klassisch mit Gas geben und Lenken modellieren, also im Endeffekt nicht anders als beim Hinterradantrieb. Dann gehe ich auch mein Bestes. Läuft. Also das ist ja super genial. Okay. Nicht schlecht. So, Hand dran sein. Kein Block-Style. Ja, Dasselbe Das macht nochmal Laune. andersrum. Ach, ich sehr hab schön. Reset vergessen. Riecht schon wieder direkt sehr schön. Aktiven Driftzustand ist der RS vom Fahrverhalten ein ausgeglichener Allradantrieb. Man blieb die meiste Zeit voll auf dem Gas und nutzte das Lenken, um den Winkel vom Drift recht einfach zu steuern. Also das Auto ist kein Möchtegern-Heckantrieb-Drifter, sondern ein allradangetriebenes Fahrzeug, mit dem man auch sehr wild und quer unterwegs sein kann und will. Okay. Ja, das Wahnsinn. funktioniert auf jeden Fall. Okay, vielleicht können wir Besser eine als ganz ich gedacht kurze Cooldown-Lap machen für die Reifen. Ja, klar. Super. Danke. Ich mache mal kurz die Fenster auf, ja? Ja, Und das? bisschen frische Luft. Nun ging es auf die eigentliche Rennstrecke. Dort konnte ich den Ford Focus RS auf Herz und Nieren testen und mal schauen, wie der Focus sich auf der Strecke gibt. Es war auch der Zeitpunkt, um zu sehen, wie der RS sich im Track-Modus am Limit verhält und ob es auch möglich ist, vernünftige Drifts bei höheren Geschwindigkeiten zu erreichen. Ja, hier in dem Fahrzeug auf der Rennstrecke haben wir die besagten Recaro Schalensitze mit Leder am Rand, die es für Aufpreis gibt oder im RS Performance Paket enthalten sind. Diese fühlen sich auf jeden Fall anders an, ja, sind ein bisschen härter hinten, mehr hier im oberen Bereich, auch seitlich unterstützt, hier unten nicht ganz so eng. Sehen auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Einzige, was man hier nicht machen kann, ist, man kann die nicht Höhen verstellen. Ja, das sind also richtige Sitze, die man sie auch aus dem Rennsport kennt. Man kann jetzt hier die Lehne verstellen. Ja, das war es aber auch schon. Also mehr geht nicht, klar, vorne, hinten, logisch. Ja, und es geht jetzt hier auch schon los. Ich gehe jetzt mal in den Racetrack-Modus. Der ist dafür gemacht, möglichst schnell einfach unterwegs zu sein. Ja, die Beschleunigung ist auf jeden Fall enorm bei dem Fahrzeug, sind jetzt schon bei 100 km/h. Und jetzt gehen wir hier in die erste Kurve rein. Auf jeden Fall sehr ausgeglichen, fährt sich sehr, sehr gut. Also das Heck, das spielt auf jeden Fall mit. Also es ist jetzt nicht so, dass das komplett über auf Schienen ist und jetzt auch kein Untersteuern, eher ein Übersteuern, aber nur ganz leicht, so dass man ziemlich agil unterwegs ist. Also ich merke das schon, hier hat man enormste Seitenkräfte, man sieht es vielleicht auch. Also das Fahrzeug fährt sich extrem gut, auch auf dem Track, wenn ich jetzt hier ziemlich hart reingehe. Ja. Also das läuft schon ordentlich. Ein Auto, mit dem man driften kann, in der Stadt fahren kann, auf dem Racetrack schnell unterwegs ist, aber auch gut
absolut einfach im Sportmodus ja, sportlich fahren auf Landstraßen. Also man kann wirklich alles machen. Das ist faszinierend. Das ist wirklich ein Allround-Auto, aber ohne irgendwo Abstriche zu machen. Also jetzt hier auf dem Racetrack, also auf der Rennstrecke, da fühlt sich das Auto auf jeden Fall auch zu Hause, merke ich. Damit kann man auch so einiges jagen, würde ich jetzt vom Gefühl her sagen. Ja, und das Ganze macht Spaß. Ich werde jetzt mal den Drift-Modus hier auf der Strecke ausprobieren. Mal gucken, wie sich das Ganze dann im Drift-Modus bei so einer Geschwindigkeit verhält. Ja, man merkt schon, jetzt wenn man normal fährt und jetzt nicht extra großartig driften will, ist schon anders. Ja, so hier den ersten Drift. Also man findet sich da schnell rein und bei den Geschwindigkeiten ist das wirklich eine enorme Überwindung. Dann hier quer zu fahren und so Faxen zu machen. Also der Drift-Modus unterstützt das Ganze recht gut. Also er passt darauf auf, sage ich mal, dass man sich jetzt nicht komplett rauswirft, dass man sich wegdreht. Ja, dann wird über das Torque Vectoring und alles geregelt und auch das Gas leicht weggenommen. Das ist für Anfänger vielleicht nicht schlecht zum Üben, aber man kann es jetzt nicht vergleichen mit einem heckangetriebenen Fahrzeug. Also man merkt schon, dass es ein Allrad ist, aber dafür, dass das ein Allrad ist, macht das Ganze enormst viel Spaß. Das macht Spaß, das Auto. Also Drift-Modus rein, ja, ab auf die Strecke. Also das Auto macht definitiv Laune. Also ja, der Drift-Modus ist natürlich mit das Hauptgesprächsthema, aber man darf wirklich nicht außer Acht lassen, wie sehr das ganze Auto auch auf Zeit Spaß macht und auf der Landstraße. Also es ist wirklich ein guter Allrounder. Also ich muss wirklich sagen, die Reifen haben auch extrem viel Grip. Also dass das jetzt hier so teilweise so gut und auch lange quer geht. Ja, 350 PS Allrad, diese Reifen. Ja, und auf der Rennstrecke, was jetzt natürlich auch keine schlechten Verhältnisse sind. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das macht Laune. Ja, man findet sich da langsam rein und das macht extremst viel Spaß. Ja, also es wird das meiste halt aufs Heck übertragen, aber halt nicht komplett, deswegen muss man jetzt nicht so viel gegenlenken. Man muss eigentlich nur mehr oder weniger ein bisschen mehr gegenlenken, um den Drift halt zu unterbrechen. Also das ist schon ein Gefühl bei 120 einfach das Ding quer zu stellen. Also man fühlt sich wie auf einem Spielplatz. Für erwachsene Leute. Ja, und wem gefällt das nicht? Ja? Yeah, ist das geil oder ist das geil? Ich weiß es nicht. Jetzt, wo die Reifen auf Temperatur sind, ist das Ganze noch was ganz anderes. Yeah! Geile Scheiße. Sorry, dass ich das so sage, aber bei so viel Spaß und Geschwindigkeit in Kombination mit Driften, da verliert man auch gerne mal die Fassung der Worte hier. Also die Bremsen machen mal einen super guten Eindruck, auch egal ob jetzt komplett kalt oder wie jetzt extremst heiß. Man hat immer einen sehr guten Druckpunkt, man hat nicht das Gefühl, dass irgendwo Bremskraft verloren geht.
Kontrolle. Und das ist einfach angenehm. Also so hat man extremst viel Spaß. Durchgehend. Also ich bin jetzt auch sehr traurig, gleich schon wieder wegfliegen zu müssen hier von Valencia. Weil das macht einfach Bock. Ja, und der Sound, der untermalt das Ganze immer und immer wieder. Da kann man nicht genug von bekommen. Ja, die Kombination aus allem ist einfach wunderbar. Ja, also so viel Fahrspaß bei dem Grundpreis 40.000 Euro ist auf jeden Fall nicht verkehrt, vor allem weil man da keinen Abzug machen muss, wenn man jetzt die günstigste Variante nimmt, weil immer alles dabei ist. Das Torque Vectoring Differential, Allradsystem, die ganzen Fahrmodi, natürlich die Leistung, das ist das Wichtigste. Und deswegen, ja, bin sehr begeistert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dies der Fall ist, würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen. Gerne sind auch Anregungen und Feedback gesehen. Für Fragen stehen wir euch selbstverständlich zur Verfügung.